In den Jahren 1861 bis 1863 wurden Belvedere und Rosengarten samt dem Springbrunnen nach Plänen des Hofbaumeisters Joseph von Egle geschaffen. Olga investierte in diese Parkerweiterung das Erbe ihrer inzwischen verstorbenen Mutter, der Zarin Alexandra Fjodorowna. Nach dem Tod von König Wilhelm I. wurden Karl I. und Olga als Königspaar intronisiert. Wegen der unglücklichen und kinderlosen Ehe zog sich Olga Nikolajewna Romanowa gerne in die Villa Berg und deren Rosengarten zurück. Beides wurde ihr als persönliches Eigentum überschrieben. Olga wandelte mit ihren adligen Gästen gerne im Rosengarten beim Belvedere und ergötzte sich an dem Springbrunnen mit seiner Fontäne. Der damalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat sich zum Ziel gesetzt, Villa und Park zu altem Glanz und heutigem Nutzen zu führen. Mit der Restaurierung des Ensembles von Belvedere, Rosengarten und Springbrunnen wurde ein bedeutsamer Anfang gemacht. Die Stiftung Stuttgarter Brunnen und der Gartenbaudirektor Volker Schirner haben hierzu entscheidend beigetragen. Am 3. Juli 2019 wurde die Sanierung des historischen Rosengartens im Park der Villa Berg im Stadtbezirk Stuttgart-Ost abgeschlossen und 1915 Rosenstöcke gepflanzt. Bereits am 2. Oktober 2018 konnte das sanierte Belvedere, die Pergola, das Wasserbecken und die Hardware des Rosengartens der Öffentlichkeit übergeben werden.
Die Villa Berg ist ein schlossähnliches Anwesen im Neorenaissance-Stil, das von 1846 bis 1853 erbaut wurde und seitdem ein wechselvolles Schicksal erlitt. Kronprinz Karl, ab 1864 König von Württemberg, beauftragte Christian Friedrich von Leins ein Sommerdomizil im italienischen Landhausstil nachzuempfinden. Es wurde aber dann zu einem ganz eigenständigen Werk, wenn auch mit vielen Anklängen an die Renaissance. 1857 trafen sich hier Zar Alexander und der französische Kaiser Napoleon III. Zu Friedensgesprächen nach dem Krimkrieg. Die Villa Berg liegt auf einem ehemaligen Weinberg, der im 19. Jahrhundert eine herrliche Rundumsicht auf die nähere und weitere Umgebung bot. Der fast würfelförmige Baukörper wurde an den Ecken durch Attiken überhöht, so dass der Eindruck von Ecktürmen entstand. Die Fassaden des Gebäudes sind reich gegliedert durch Gesimse und Architrave, Pfeiler und Säulen, Lokkien und Portiken. Jede Fassade hat ihren eigenen, unverwechselbaren Charakter, so dass keine als bevorzugte Schauseite angesehen werden kann. Die zahlreichen Portale und Fenster, vor allem im Erdgeschoss, sind mannigfach mit figuralen und ornamentalen Reliefs verziert und werden von ionischen und korinthischen Säulen, Pfeilern und Pilasternen flankiert. Ursprünglich war die Villa Berg von Gartenparterres im französischen Stil umgeben, die in der weiteren Entfernung von der Villa in einen englischen Park übergingen. Auf Schritt und Tritt traf man in Garten und Park auf kunstvolle Skulpturen, auf Rastplätze und Aussichtsplattformen. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie teilweise stark zerstört und von der Stadt dem damaligen Südfunk übereignet, der das Gebäude vereinfacht wieder aufbaute. Das Innere wurde von den 1950er bis 1970er Jahren als Sendesaal genutzt. Er beherbergt auch eine mittlerweile unter Denkmalschutz stehende viermanualige Walker-Orgel. Im Park errichtete der Sender in gewissem Abstand zur Villa Berg weitere Gebäude, zunächst für den Hörfunk. 1965 kam dann ein weiterer Komplex für das Fernsehen hinzu. Der Neubau des SDR, heute SWR, mit Erweiterungsbau an der Neckarstraße, machten den Sendesaal und die Nebengebäude im Park für den neuen Sender überflüssig. 2007 veräußerte der neue Südwestrundfunk die Villa und die Rundfunkgebäude an den Stuttgarter Investor Rudolf Häusler, der aber bald darauf Konkurs anmelden musste. Lange Jahre war das weitere Schicksal der verwahrlosten Villa ungewiss. Der Park blieb im Besitz der Stadt. Dem Park wurde aber großenteils seines Charakters beraubt und ist heute nur noch ein englischer Park mit allerdings schönem, altem Baumbestand. Zum 1. Januar 2016 wurde die Villa Berg von der Stadt Stuttgart übernommen. Interessierte Bürger brachten ihre Ideen und Vorstellungen zur Weiterentwicklung ein. Nach Untersuchen der Bausubstanz hat diese Beteiligung im Sommer 2016 in Arbeitsgruppen begonnen. Der Gemeinderat beschloss Ende 2017 die Leitlinien der künftigen Nutzung. Im März 2025 wurde dem Bezirksrat Stuttgart-Ost ein Vorentwurf vorgestellt. Er umfasst die Ergänzung von 2 Flügeln in Richtung Norden, welche Backstage-Bereiche und Gastronomie enthalten sollten. Zusätzlich sollen Projekträume auf dem Dach sowie Dachterrassen umgesetzt werden. Im Sendesaal sollte mit einer Kapazität von 800 Stehplätzen oder 560 Sitzplätzen, ein kleiner Saal mit mindestens 199 Stehplätzen oder 144 Sitzplätze und eine Bar für 60 Personen entstehen. Die Kostenplanung soll zusammen mit der Vorplanung nach der Sommerpause 2025 dem Bezirksbeirat vorgelegt werden.
Geschichte der evangelischen Heilandskirche im Stuttgarter Osten ist untrennbar mit ihrer Stifterin, Herzogin Vera von Württemberg, verbunden. Ihr ist es zu verdanken, dass sich seit dem Jahr 1913 zu Füßen der Villa Berg ein eindrucksvoller Kirchturm im neoromanischen Stil erhebt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden 1942 2 Glocken der Kirche beschlagnahmt und eingeschmolzen. Im Jahr 1944 wurde die Kirche bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Nach dem Krieg wurde zunächst eine Notkirche eingerichtet. Der Wiederaufbau erfolgte 1964, wobei der Innenhof zwischen Turm und Gottesdienstraum entstand. Die Heilandskirche wurde auch Heimat für die Gemeinschaft der Russlanddeutschen und beherbergt heute das Familienzentrum der Gemeinde. Anfang 2024 fusionierte die Heilandskirchengemeinde mit der Friedenskirchengemeinde zur Evangelischen Friedenskirchengemeinde Stuttgart.